not the ugliest thing I've killed today. Und Kopf weg. Okidoki. Ich grüße dich. Das war ja mal wieder ein Anfang wie am Berufsschule, ne? So mögen wir das. Ja, mal ein bisschen Leben auftanken. Okidoki. So, wo sind wir hier? Was wollen wir hier? Was glauben wir hier zu finden? Erstmal ein bisschen. Genau. Waffe aufladen. Wir haben nämlich eine neue Mission bekommen. Besorge unraffinierten Black Rain für Master Smith. Habe ich mir gedacht, ich mache die erstmal. Man kann natürlich auch erstmal hier eine Hauptmission machen. Oder hier eine weitere Nebenmission. Ich habe mich für diese erstmal entschieden. Ich hatte hier auch schon mal reingeguckt. Ich habe jetzt auch ein anderes Schwert hier bekommen. Aber wie du gesehen hast, mein Katana, ne? So, wir müssen mal gucken. Also wir können uns erstmal hier kurz in diesen Hütten umschauen. Ich frage mich so, warum ich von da gekommen bin und nicht von der anderen Seite. Ist aber egal, normalerweise kommen wir von hier rein. Also von dort, ne, kommen wir in diese Mission. Aber das interessiert uns ja nicht, ne? Oh, mein Leben ist wieder voll. Gut, dann gucken wir mal hier rein, das erste Gebäude. Hier sind eigentlich auch noch ein paar Gegner, aber naja, es ist überschaubar noch, sag ich mal. Ne? Hier, Truhe. Jawohl. Schrot, ja, haben wir ihn verballert genug. Also Hütten, überall in den Ecken, hinter den Hütten, immer ruhig gucken. Was ist hier? Hier hängt ein Schlüssel des Wildbohrers. Whoa. I'd heard people do this out in the wilderness, but I never quite believed it. What? Just go out in the woods and dig for crude. How else are they supposed to get it? You should see Zilla's operations. Clean, efficient, safe. This is like playing tag in a uranium mine. If you love Zilla so much, why don't you marry him? He's a great scientist. Yeah, so is Oppenheimer. What's the weather like up your butt? See for yourself. Die lieben sich beide, ne? Die werden auch klarkommen, glaube ich. Ich kenne das Spiel ja nicht. Ich habe noch nicht einmal hier bei YouTube geguckt wegen irgendetwas. Nö, mach ich nicht. Dann brauche ich das ja nicht selbst spielen, ne? Und manche Überraschungen sind ja auch ganz nett gemacht in diesem Spiel, also. Von daher kann man selbst gucken. Wer ruft mich? Ein verzweifelter Ruf. Was will ich jetzt? Was suche ich überhaupt jetzt? So richtig weiß ich das noch gar nicht. Ich renne mir einfach erstmal ein bisschen ab, ne? Wie man dazu macht, glaube ich, ne? Im Spielen. Da mal reingucken. Ups. Und da mal reingucken. Ja. Immer was los hier. Kisten mal schnell gucken. Also hier drin sind auch ein paar Monster, wenn ihr hier reinkommt in dieses Gebäude. Auch von hier unten kommen einige hoch, aber wenn ihr hier reinkommt, nicht verfehlen. Hier öffnet sich dann eine möchtegern Tür hier, dieses Portal. Da kommen dann welche raus. Wenn man das Portal nennen kann, ich nenne es einfach Portal. Müsste hier gewesen sein, glaube ich.
Ja, könnte hier gewesen sein. Oder war das eine Tiefe? Weiß ich nicht. Aber das werdet ihr sehen. Kann das sein? Der sitzt zu. Was seid ihr denn jetzt hier? Hä? Aha. Ja. Komm. Freund Blase. Ja, man kennt nicht alle, ne? Oder war das doch hier? Kein Plan. Ich will euch den Spaß auch nicht nehmen, ne? Ihr sollt euch selbst wissen hier. Was ist das? Munition, Projektile. Alles klar. Komm, lade mal auf. Freund Blase. Dann legt den Katana an und weiter geht's hier. Also in diesem Spiel habe ich festgestellt, man kann ruhig mal gegen die Wand rennen. Pass auf. Da kommt man doch irgendwo mal rein, ne? Und siehe da. Eine Glücksstatue. Erfolg freigeschaltet. Ich möchte ja versuchen, so viel Erfolge, Errungenschaften wie möglich zu erspielen in diesem Spiel. Das sind ganz fiese kleine Frettchens hier. Die tun so unschuldig, so lieb. So das. Aber wenn du denen zu nahe kommst, springen sie dir in der Tasche. Und das war's. Also nicht alles grauen, was so klein und niedlich ist, ne? Das sind meist die schlimmsten, nämlich. Na komm. Ich nehme mal dieses andere Schwert. Damit, okay, damit kann ich erstmal einmal. So. Und dann nehme ich mal das hier, ne? Oh, yeah! Ja, da wollte ich weg. Das geht jetzt ein bisschen schwerfällig, glaube ich, ne? Aber man kann es ja upgraden, wenn man dieses oder jenes findet, was man benötigt. Okay, so viel Leben brauchen wir, ja. Alles klar. Hier kann man durchgehen in der Regel. Wenn dahinter keine Wand ist, ne? So. Ich weiß jetzt nicht, wo ich bin momentan. Da sind wir hergekommen. Da können wir nicht durch die Wand. Da lang. Die Perlenschnur geht aber woanders hin. Siehst du das? Aber ist ja egal, ne? Looks like this is in your month. Scheint nicht dein Monat zu sein. Solange es dein Monat ist, ist ja alles schick, ne? Was ist das hier? Kann man nichts mit anfangen. Also wir rennen jetzt hier ein bisschen mehr im Dungeon rum, ne? Aber wir hätten auch draußen rumrennen können. Da gibt es einige schöne Wege. Okay. Aber da kommen wir noch hin. Automatisch. Also ihr könnt die abrennen 100 Mal. Ihr werdet reicher, reicher und reicher. Seht ihr, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Und haben das aber abgegrast. Fliegt da was rum? Was war das da eben? Oder hat sich die Grafik hinten erstmal aufgebaut? Hattet auch so das Gefühl, ja, ne? Checkpoint Charlie. So, jetzt kann man hier oben mal gucken. Ja, einfach mal hoch hier. Diese Fangen, oder wie heißen die, buddeln sich ja auch mal gerne ein und dann wieder aus.
So, Leben brauchen wir, glaube ich, nicht, ne? Was das hier ist, das möchte ich mal wissen. So, gut. Gut. Hier oben kommt man rauf, aber hier ist auch nicht zu hoch und großartig. Können aber mal reingehen. Ja. Was ist das? Wie ich ja sagte, ich war ja schon mal hier drinne in dieser Welt, hab mich mal ein bisschen umgesehen, damit die Videos immer ein bisschen flüssiger werden. Aber da hing sowas hier nicht. Ich sage ja, wenn ihr... dieses Amulett erhöht die Chance, das Schießschlag. Ah ja, den zeige ich dir auch mal gleich. Der ist ja nicht gut hier. Den könnte ich eigentlich mal genauer ansehen und vielleicht sogar anlegen. Den Schießschlag habe ich nämlich bekommen. Den kann man ja dann auch ein bisschen leveln. Also skillen. Gut. Hier bin ich auch schon wieder durch jetzt. Ja, ein Keks. Als Gott betrunken war, schuf er die... Ja, das glaube ich jetzt. Also der hat es ja in sich. Also der liest ihn nochmal durch, wenn ich es eben zu schnell weggenommen habe. Ja, manchmal frage ich mich das auch, ob irgendjemand einen Fehler gemacht hat mit uns. Ich finde die Sprüche gut, also sehr gut reingebracht. Wer auch immer auf diesen Gedanken kam, einfach mal ein paar Sprüche raussaugen irgendwo aus dem Hirn und dann rein damit. Gut, hier sind wir durch, glaube ich, ne? Alles klar. Jetzt können wir... Looks like this isn't your year. Erst ist es nicht sein Monat, vom Häschen war das nicht das Jahr. Aber Lo, wenn du klarkommst, der heißt Lo, ne? Lo Wang. Der krabbelt hier rum, aber das sollte uns nicht interessieren. Wir gehen einfach mal jetzt dieser Perlenkette nach, können wir hier nachgehen. Wir können hier nochmal kurz rein, hier runter. Da sind nämlich auch welche versteckt, eine kleine Hütte. Die sind ganz gut hier unten eigentlich immer. Ja, was heißt gut? Wenn man das so benennen kann. Gut. Ich meine, die machen Spaß. So meine ich das. Okay. Kiste. Jo. Also hier kommen immer welche mal, ne? Bloß weil bei mir jetzt weniger sind, heißt das nicht, dass bei euch keine kommen, ne? Also es kommen immer mal irgendwo. Ja, gut. Gib her. Ich will. Dem Jäger und sagen, oh, ein Keks ist es. Ich frage mich, warum Schlafwandler noch spazieren. Hey, die werden immer besser, die Dinge. Siehst du das? Die braucht die explodieren selbst. Das sind so eine Zeitzünderbomben. Sind die kleinen hier. Diese kleinen Monster. Pull yourself together, man. Na. Du kannst ja auch vorher erschießen. Klops. Ja, das mache ich manchmal auch. Einfach so. Halt. Okay, dann. Und dann, ne? Das wisst ihr auch langsam, wie das geht hier. Geld regiert die Welt. Und eine Kiste, beinahe übersehen. Wisst ihr das? Voll. So, das Plasma. Ach ja, ich habe den einmal benutzt. Da, wieder Kiste. So, wenn du jetzt auch einen Jäger-Sammler spielen willst, das Spiel ganz relaxed spielen möchtest. Ich spiele diese Spiele eigentlich auch immer gerne relaxed. Also ohne Stress.
Erwartungshalterungen von anderen sind mir oft ziemlich egal. Weil viele Spiele verdienen es ja, da siehst du, wenn du jetzt einfach durchgerannt hättest, wird die Perlenkette hinterher rennen, du verlierst so viel im Spiel, ne? Und wunderst dich, wenn du dann mal andere Videos anguckst, so, was hat der denn für eine geile Waffe, wo hat er die denn her? Oder der hat ja so und so viel Kekssprüche, wieso hab ich nur 10? Ja, warum, ne? Das muss man nicht erklären, das weißt du selbst. Weil du das Spiel nicht spielst. Die Waffe hier, ja gut, die habe ich ja auch bekommen. War das im Video zu sehen? Ich glaube, ne? Hier von Smitty da. Ich nenne ihn einfach mal Smitty. Aber die gefällt mir nicht so. Die ist zwar nicht schlecht, aber ich glaube, ich habe mich so mit meinen Waffen hier angefreundet, dass ich sagen kann, da muss ich echt lang. Bist du sicher? Perlenkette? Ich würde mal sagen, wir suchen uns jetzt einen neuen Checkpoint, dass wenn ich neu laden tue, da ankomme dann. Okay. Oh, bam. Das gefällt mir. Oh, bam. Wisst ihr, warum ich so einen schönen Schaden mache mit meiner Schrot? Weil ich ja Doppelschuss aufgelegt habe, ne? Ein Upgrade, Doppelschuss. Zwar muss ich dann schneller nachladen, öfters nachladen, aber ist egal, ne? Der hämmert ja rein, so kriegst du in der Regel immer 2 weg. Ruckzuck. Bisschen nah rankommen lassen und schon knallt die beiden weg. Da, nee, das ist kein Checkpoint, das sind aber Feinde. Ich brauche einen Checkpoint. Das hört sich gut an. Ach, hier bin ich hergekommen. Ja, manchmal irritiert das ein bisschen, so die Sichtweise. Aber hier unten war ich noch nicht, ne? Oder? Na, bestimmt nicht, wenn ich gerade hierher gekommen bin. Wollen wir hier mal rüber gucken? Hier scheint einer ein bisschen grimmig zu sein. Hier hat man ein bisschen schärfere Munition auflegen hier. Okay. Komm her. Wer will noch? Der hat noch nicht. Da hinten ist noch einer. Wir sind schon ziemlich dicht dran hier, glaube ich, ne? Okay. Vielleicht hat er den ja noch gebraucht. Hm, 35 Meter. Finden wir da etwa schon was? Dann bin ich ja schneller, als ich eigentlich wollte. Aber ich war hier drüben schon. Also wie gesagt, immer beim neuen Laden verändert sich das Gebiet auch, das Spiel, habe ich festgestellt. Die Portale, ich sag mal, ich nenne das immer Portal, wie man das auch nennen will. Ja, haben wir einen Checkpoint. Gut, okay. Und hier wäre jetzt... Ach, das wäre der Schlüssel. Aber Freunde, da gehen wir im nächsten Video rein, ne? Ich zeige dir nochmal kurz den Skischlag. Du willst den sehen? Pass auf, das ist die Taste C. Das habe ich jetzt auch erst bekommen. Dann zeige ich dir den Skill nochmal kurz. Pass auf. Damit drückst du eine Welle vor dir hin und alles davor. Den kann man auch schön leveln. Skischlag, hier ist er schon, siehst du? Ne? Verwandelt Ski in einen mächtigen Energieschlag. Du verbrauchst natürlich Ski.
Deswegen glaube ich, wenn man sich mit diesen so ein bisschen beschäftigt, dann kriegt man das alles in eine gute Bahn, weil man kann ja auch Ski-Beherrschung nebenbei leveln, ne? Damit man mehr Ski schneller selbst auflädt und. Also mit diesem Menü, ich finde das gut, dieses Spiel. Es baut sich auf. Es gibt ja viele Spiele, die sind von Anfang an, so wie jetzt Crimes and Desert, ne? Das ist so ein Hype auf diesem Spiel, aber ich habe schon gleich von Anfang an gesagt, das ist für mich überladen. Und ich gehe da auch nicht von ab, dass es für mich überladen ist. Und das ist so vollgepackt, schon vom Anfang her, mit der ganzen Bedienung, mit den Befehlen, mit den Kombos. Und es werden immer mehr in diesem Spiel, Crimes and Desert. Und das ist mir zu viel, absolut zu viel. Also ich mag es, so wie hier, eine Taste, Taste C. X gibt auch eine Taste, dann spießt du deine Gegner auf, dann sind sie aufgespießt und dann kannst du abknallen. Aber das musst du erst skillen. Und das finde ich in Ordnung. Also wenn ich sage, ich brauche das nicht, ich knall die mit meinem Katana weg, alles für mich schick, alles für mich gut. Ich muss nicht 100 Kombos haben, wonach die Gegner auch angepasst sind. Bei Crime Desert brauchst du das ja im Schnitt sogar von Boss zu Boss. Die haben dann gegen Frost, Feuer, da brauchst du Rüstung, Feuer, Rüstung, Frost. Wir können hier nochmal kurz runter gucken. Ich labe ja noch ein bisschen. Aha. Achso. Und dann musst du diese Rüstung am besten haben, damit du ja, Froststärke ausspielen kannst oder immun bist gegen, damit du da nicht so drauf gehst und. Also das ist mir zu viel des Guten. Wenn ihr Witcher 3 kennt, sehr gutes Spiel finde ich, sehr gute Bedienung, einfachste Konzept, perfekt. Na komm, ich rede. Also Bob fucking Zai, you ugly son of a bitch! ja, du kannst auch mal was sagen. Ich dachte schon, du schläfst schon, während ich hier rumlaber. Ich hab doch gewusst, hier war was. Ich guck nicht auf der kleinen Minikarte, ne? Da kommen die Feinde ja auch, da werden die ja angezeigt, ne? Aber da gucke ich gar nicht so drauf. Und Witcher 3 ist für mich das perfekte Bedienungsspiel. Also sowas von easy. Na klar, bisschen Eingewöhnungszeit, aber wenn du das drauf hast, ne, du spielst es ja blind. Und dieses Spiel sehe ich auch so. Ich muss nicht alles holen. Jetzt an Kombos oder Skill. Hey. Ja, machen wir ein Match. Wo bist du denn? Du bist eingebuddelt jetzt, ne? Ja, von meinen Füßen. Keiner? Kein Fürst? Okay, kommt nicht immer, ne? Du bist nichts. Gut, hier ist nichts zu holen, seht ihr oben, ne? Weil das Spiel wird ja nicht beeinflusst, wenn ich jetzt eine, so. Ne. Nicht ungefähr. Kammer. Ne. Den braucht man, das ist klar. Die hole ich mir auch. Leben, nee. Das Aufspießen. Wo ist denn das hier? Man spießt die auf. Projektiltasche, Munition. Nee, habe ich dann gar nicht. Nö, anscheinend nicht. Also du spießt die auf. Das Spiel ist aber nicht davon abhängig, dass ich das nehmen muss. Ich muss das nicht skillen. Und das ist das Schöne in diesem Spiel, finde ich. Es gibt uns die Freiheit, eigentlich zu spielen, wie wir wollen. Wie ich mal jetzt kurz gelesen hatte, weil ich habe mir bei Steam auf die Wunschliste gelegt auch hier Shadow Warrior, ne? Also nennen wir Shadow Warrior 1. Und dann mal auch kurz die Bewertung hier von Shadow Warrior 2. Das ist in manchen Spielen ja ich weiß nicht, zu groß, zu umfangreich gegenüber Teil 1, weil hier können wohl bis 75 Waffen oder so
Also kannst du finden, haben, ja gut, du musst aber nicht bedienen. Ich werde nie 75 Waffen, wenn es 75 sind. Also ich finde ja auch nur Waffen, wenn ich so viel Truhen wie möglich aufmache selbst, Fässer aufklopp oder im Dungeon mal nach rechts gucke in so einen kleinen dunklen Gang rein und da steht eine Truhe und da ist eine Waffe drin. Also das heißt ja nicht, das Spiel hat 75 Waffen implantiert, dass du die auch hast. So ist es ja nicht. Das ist ja kein Spiel so. Ne? Also, und von daher werde ich mir meine maximal 8 Waffen, wenn ich soweit bin, auf mein hier Glücksrad legen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das werde ich auch dann so benutzen, mehr nicht. Ich muss nicht 50 Waffen zur Verfügung haben. Das brauche ich nicht. Und ich sehe mal, das braucht ihr auch nicht. Und wenn ihr so ruhig an ein Spiel rangeht, dann macht es Spaß. Ich werde nicht alle, ich sag mal, Woos jetzt nutzen. Natürlich hier D-Taste, rechte Maustaste, ne? Aufladen lassen. Du kannst es halten. Solange du die rechte Maustaste nicht loslässt, ist alles okay. Und lässt du los, hast den Rundumschlag. Der ist gut, wenn mehrere Gegner sind. Jetzt Taste W, einmal antippen, rechte Maustaste. Und der lädt auf. Du kannst gehen, wenn da jetzt einer stehen will. Du kannst gehen, loslassen und zack. Diese beiden ist Standard. Auch denn, oder die A-Taste, ne? So. Genauso wie die D-Taste, ne? Auch ein Linksrundumschlag. Also von daher, erst gibt es auch noch einen, aber den muss ich wohl noch freischalten. Mit dem Skill, ne? Ist alles über Skills. Und den Skischlag, ne? Wie gezeigt, diesen hier. C-Taste, ne? Das ist ein guter, den will ich mir merken. Und ich glaube, das reicht mir. Oder? Habe ich jetzt wieder zu viel gequatscht? Ja, ich glaube. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, ne? Bis dann. Tschüss.